Hier geht es um das Erlebnis, um den Akt des Erlebens von Sehen. Und das macht das Besondere der Bilder von Gerhard Richter aus und im Besonderen, wie diese Ausstellung hier präsentiert ist. Unser Anliegen war, dass wir eine Möglichkeit finden, sozusagen, wie Richters Werke, die Ausstellungsarchitektur und die architektonische Situation in sozusagen einer idealen Weise ineinander greifen. Sehr früh und noch bevor wir dieses Ausstellungskonzept für den hiesigen Raum entwickelt hatten, stand schon der Ausstellungstitel fest, also Panorama. Das war auch etwas, was wir im gemeinsamen Dialog mit Paris und London uns überlegt hatten. Es sollte ein Titel sein, in dem die Retrospektive zum Ausdruck kommt, ohne dass wir es Retrospektive nennen. Aber Panorama zeigt eben diesen Überblicksanspruch, den wir mit der Werkauswahl verfolgen. Und zum anderen wollten wir einen Titel haben, der sehr gut in allen 3 Sprachen funktioniert. Das ist eben da auch gegeben. Und dann in einem zweiten Schritt wurde dieser Begriff Panorama zum Leitfaden eigentlich für unsere Ausstellungsdramaturgie. Die Ausstellung gliedert sich sozusagen ganz grob in 2 Teile. Wenn Sie das Museum betreten, und das ist auch eine Besonderheit, stehen Sie sofort mittendrin. Und Sie stehen sofort vor einem Bild von Gerhard Richter, und es ist eben nicht das älteste, das am frühesten entstandene, sondern das allerjüngste, nämlich ein Strip von Ende 2011, also ein ganz junges Werk. Das war für uns wichtig, dass man nicht sozusagen historisch beginnt, sondern sehr früh versteht, dass wir es mit einem Werk zu tun haben, was nicht abgeschlossen ist, sondern was sich permanent entwickelt. Und wenn man die letzten Jahre anguckt, sieht man ja, wie sehr Richter immer wieder sozusagen neue Wege einschlägt. Also sie beginnen als Betrachter mit der Gegenwart. So die letzten 5 Jahre, sie haben dann die Cage-Serie, die großen abstrakten Rakelbilder, die man inzwischen schon sozusagen auch in der breiten Öffentlichkeit mit Richter verbindet und kennt. Und von dieser Gegenwart ausgehend beginnt dann das eigentliche Panorama. Und das ist eben ein Rundumblick, der einer ganz strikten Chronologie folgt. Also die Werke sind mit wenigen Ausnahmen genau in der Reihenfolge gehängt, in der sie entstanden sind, in der sie gemalt wurden. Was sich hier natürlich auch zeigt in dieser Form der Chronologie, wo wir wirklich versucht haben, die Zeitspanne so aufzuzeigen, dass wann welche Werke entstanden sind, quasi so anzulegen, wie es auch im Studio passierte. Und hier stellt sich gar nicht mehr so sehr die Frage des Figurativen neben dem Abstrakten, sondern hier wird das erste Mal sehr überzeugend deutlich, dass es sich bei beiden Dingen, die sonst so oft getrennt betrachtet werden, bei Gerhard Richter tatsächlich um den einen zusammenhängenden Akt des Schaffens, des Malens, des Malprozesses geht. Hier geht es nicht mehr um Antipoden, sondern, wie Gerhard Richter ja auch selbst sagt, die Bilder passieren nicht nur parallel und gleichzeitig, sondern sie sind gleichwertig, absolut. Unser Anliegen für diese chronologische Hängung war zum einen mal, dass wir Kraft dieser Chronologie dem Betrachter ohne viel Erklärung einfach visuell verdeutlichen wollen, wie heterogen und vielseitig Richters Werk ist. Das weiß man, aber was man vielleicht nicht weiß, ist, dass es eben in dieser Gleichzeitigkeit passiert ist. Das andere, was man eben auch sieht mit der Chronologie und was auch so charakteristisch ist für Richters Schaffen, ist, dass man daran sieht, wie er immer wieder zu Sachen zurückkehrt. Also das ist ja sozusagen, das geht ja Hand in Hand. Die Parallelität des Disparaten zu einem Zeitpunkt und die Wiederkehr von etwas, was man schon vor 3 Jahrzehnten gesehen hat. Wenn wir uns alleine ein Bild in dieser Ausstellung mal als exemplarisches vornehmen, das sogenannte mit Tisch betitelte Bild, dann findet sich ja in diesem Bild schon beides, die Figuration und die Abstraktion. Und zwar ganz, ganz gleichwertig. Und es mag ja dann auch kein Zufall sein,
so interpretiere ich das jetzt einmal, dass Gerhard Richter genau dieses Bild als die Werksverzeichnis Nummer 1 in seinem Werksverzeichnis aufgenommen hat. Also was davor war, ist nicht mehr im Werksverzeichnis existent. Und dieses Bild, der Tisch, also erst ein gemalter Tisch und dann die Verwischung des Tisches zu einer fast informellen oder informellen Geste, ist ja bereits sozusagen das Manifest für alles, was nach Nummer 1 kommt. Wenn man in der Ausstellung diesen Panorama oder diesen Parcours beginnt, also diese chronologische Teil der Ausstellung, der eben tatsächlich mit dem Werk Nummer 1 Tisch beginnt, dann sieht man, dass sozusagen die allerersten Jahre von Richters Schaffen ja tatsächlich also sehr homogen sind. Also da gibt es einen ganz deutlichen Fokus auf den vorwiegend schwarz-weißen oder in Grautönen gehaltenen Fotogemälden. Also den Bildern, mit denen er auch, also die man jetzt so sehr, so unglaublich mit ihm verbindet, für die er so bekannt ist. Also der Übertragung von Fotos, in der Regel vorgefundenen Fotos, in vergrößertem Maßstab auf Leinwände. Er macht sozusagen keinen Hehl aus der Herkunft der Bilder, im Gegenteil. Also es ist ihm, er gibt uns ganz oft sozusagen Anhaltspunkte in der Art, wie er es abmalt, mit was für einer Art von Bild wir es zu tun haben. Also sehr oft beim Wäschetrockner, bei dem Bild Ferrari, bei dem Bild Tote, bei dem Bild Mustang haben Sie nicht nur das Bild, also die Darstellung, sondern immer noch den Bildrand in irgendeiner Weise mit dabei. Also immer wieder hat man eben auch so Auszüge aus einem Text, aus einer Bildunterschrift, meistens angeschnitten. Also deutlich wird auch, es geht ihm nicht darum, dass wir da zu lesen beginnen, sondern es geht ihm darum, dass es sozusagen keine in gewisser Weise originäre Darstellung ist, sondern dass er auf ein Bild zurückgreift, das es schon gibt und das aus einem, sozusagen, wenn man diese traditionelle Kategorisierung aufrechterhält, aus einem nicht künstlerischen Bereich stammt. Was ihn daran interessiert an dieser Fotoabmalung ist auch da schon die Frage, die wirklich immer sein ganzes Werk zieht und auf so unterschiedliche Weise thematisiert wird, ist eben auch wieder die Frage, wie Abbild und Bild oder sozusagen Abstraktion und Figuration oder Darstellung und selbst Eigenmanifestation der Malerei, wie die ineinander greifen. Beim Vorhang liegen ja beide Sachen sehr nah beieinander. Man sieht sofort, es ist ein Vorhang und gleichzeitig hat man eine ganz starke abstrakte Komponente da drin. Also dieses Linienhafte, das man sieht mit etwas mehr Verwischung beispielsweise, würde diese starke illusionistische Komponente sehr schnell sich auflösen und in sozusagen in ein abstraktes Muster übergehen. Was mich an diesem Bild sehr reizt, ist natürlich dieses Spiel mit dem Gemälde zum einen als Blick in die Welt. Also Sie haben ja ganz oft in der Kunstgeschichte Vorhänge. Die Vorhänge sind in der Regel nicht zugezogen, sondern umrahmen. Also die Vorhänge sozusagen sind drapiert links und rechts von einem Blick durch ein Fenster oder auch von einem Blick auf eine Bühne oder auf eine Konstellation von Figuren, die porträtiert wird. Also sozusagen die Umrahmung des Bildes, auch natürlich eine theatralische Umrahmung eines Bildes, aber eben auch eine Umrahmung, die wir ganz klar mit dem Blick auf einen Ausschnitt der Welt verbinden. Und Richter malt den Vorhang immer zugezogen. Also sozusagen genau den Blick stoppen und damit natürlich auch die Frage nach dem Dahinter in den Raum stellen. Richtig, die ziehen sich durch das ganze Werk. Die Glasarbeiten, die Spiegelarbeiten, die Kugelarbeiten. Und ich muss sagen, das ist der Teil des Werkes, der mich immer wahnsinnig fasziniert hat, auch
in dieser Fragestellung, was hat das jetzt mit Malerei zu tun, beziehungsweise genauer ausgedrückt mit Bild. Denn eigentlich geht es immer nur um das Bild. Hier haben wir diese Arbeit, die dann auch nochmal je nachdem, wie der Winkel zum Raum steht, das Bild natürlich ganz stark des Abbildes, das Abbild sich verändert. Ich fand das immer ganz, ganz toll. Mir persönlich hat es sehr geholfen, in dieser Auseinandersetzung mit diesen Werken von Gerhard Richter, diesen Glasarbeiten und den Spiegelarbeiten, mir eine erweiterte Vorstellung von Bild und Malerei zu machen. Insofern sind sie innerhalb des Werkes ganz, ganz entscheidende Mittlerpositionen auch. Es kommt aber dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ein neues Sujet dazu. Und zwar entsteht da sehr konzentriert in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine Reihe von Stadtlandschaften. Was aber auch noch neu ist, ist die Art der Malweise. Und das ist recht bezeichnend, weil er ja in seinen Fotogemälden bisher damit spielt, dass er malerisch einen Effekt reproduziert, der kein malerischer, sondern ein fotografischer ist, nämlich eine Unschärfe. Dass er sozusagen mit malerischen Mitteln ein unscharfes Foto imitiert. Bei den Stadtlandschaften ist es ganz anders. Auch da geht es ihm um die Auflösung der Konturschärfe. Und das ist ja auch bei den verwischten Fotobildern, geht es ihm ja sozusagen um die Auflösung von Details. Und das sagt er ja auch. Das, was mich daran interessiert, ist, dass in der Unschärfe das Wesentlichere deutlich wird und wir uns eben nicht so sehr im Detail verlieren. Und bei den Stadtlandschaften ist es ganz ähnlich. Da sozusagen malt er nicht jeden Schornstein, sondern malt sozusagen die Grundelemente, aber in einer sehr pastosen Art und Weise. Die Art und Weise, wie er da die Konturen auflöst, ist eine originär malerische. Also sozusagen mit diesem getupften, groben, pastosen Pinselstrich nimmt er sozusagen also sind die in gewisser Weise von der Maltechnik her traditioneller und malerischer als die Fotogemälde. Und er spielt auch da wieder mit der Frage, wo greift Abstraktion und Figuration ineinander? Also die Frage, die wir bei den Fotogemälden haben, aber auch zum Beispiel bei den Vorhangbildern. Bei den Stadtlandschaften ist es jetzt zum einen, spielt dieses Ineinandergreifen von Gegenstand und seiner Auflösung auch beim Malprozess eine Rolle. Aber da wird ganz stark diese Frage deutlich für den Rezipienten, denn es ist sehr abhängig davon, wie Sie sich zu dem Bild verhalten, räumlich. Ob Sie diesen Gegenstand leicht oder schwer erkennen können. Also ob Sie das Gefühl haben, Sie sehen eine graue, in Grautönen gehaltene, pastose, abstrakte Fläche oder Sie schauen auf eine Stadt. Und er hat diese Auflösung auch aus, glaube ich, zum Teil aus einem Gefühl des Misslingens heraus immer weiter getrieben und kommt immer weiter zu den Vermalungen, also zu diesen dann sozusagen in gewisser Weise eindeutig abstrakten grauen Bildern, die beispielsweise nur aus Farbschlieren bestehen. Also wo man sieht, es gab oder wo man weiß oder sich vielleicht in der Abfolge der Bilder erschließen kann, das war vielleicht mal eine Stadtansicht, die er so weit vorangetrieben hat in der Auflösung und vielleicht auch aus einem sozusagen Frust heraus, dass sozusagen dann nur noch sozusagen ein Wirrwarr von grauen Tönen bleibt. Und das bringt ihn, so beschreibt er es auch, zu der Serie der grauen Bilder, die in den frühen 70er Jahren entstehen und sehr vielseitig sind, weil er sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Frage nach dem grauen Bild, der grauen Monochromie beschäftigt. Also eine Farbe wirklich en Detail erörtert, die ihn ja seit seinen allerersten Bildern beschäftigt hat. Denn die Fotogemälde sind grau, die Stadtlandschaften sind grau. Also es ist sozusagen die Farbe,
für Gerhard Richter. Und ist natürlich auch die Farbe für Gerhard Richter, weil er sich auch da wieder damit beschäftigt, wo kommt denn sozusagen Ausdruck ins Spiel? Und gibt es Neutralität und gibt es sozusagen die neutrale Farbe? Es zeigt sich in dieser Ausstellung sehr deutlich, dass die Themen von Gerhard Richter auch über die Jahrzehnte immer wieder aufgenommen werden. Es verhält sich nur immer etwas anders. Viel interessanter finde ich in dem Kontext dieses Bildes, was von 1974, glaube ich, ist, dass er in der Zeit, und man sieht es gegenüber, wenn man jetzt die Kamera schwenken würde, die ganze Reihe der grauen Bilder. Und so habe ich mir das immer vorgestellt. Also wenn man diese Tausenden von Farben vermischen würde, komme ich genau wieder zu dem Grau. Oder zu einem großen Mischmasch an Farbe, was aber zum Grau hin tendiert. Beziehungsweise wenn ich die Grautöne, die einmal vermischt wurden, durch ganz, ganz viele Farben, wieder herauslöse in ihre Einzelbestandteile und ordne, dann komme ich wieder dazu. Das zeigt sich so wunderbar in der Ausstellung, wie ich finde, diese Genese auch des Werkes. Richter beschreibt ja seine Hinwendung zu den Farbtafeln selbst. Zunächst mal war das sozusagen ein ganz simples Ereignis. Er war in einem Malerbedarfsgeschäft und hat Farben eingekauft und hat da so Farbtafeln, so Probetafeln in die Hand bekommen. Also wo immer eine Farbe auf so einem rechteckigen Feld als Beispiel eben auch abgedruckt war. Und diese Tafeln haben ihn visuell gereizt. Und so hat er eigentlich angefangen, diese Color Charts, diese Farbtafeln zu malen, indem er sozusagen so eine Farbtafel quasi mitnimmt und wie er es immer macht, also vom Prozedere her etwas, was ihm ganz geläufig ist, nämlich vergrößert auf Leinwand übertragen. Was ihn daran interessiert hat, ist, glaube ich, so eine Vielzahl von Dingen. Zunächst mal sagte er, ja, da gab es sozusagen so ein Spiel mit einer Vorgehensweise der Pop-Art. Nämlich, ich nehme sozusagen ein Alltagsprodukt, auch was mit sozusagen Verkauf zu tun hat, mit Konsumkultur und übertrage das sozusagen, macht das wert, Malerei zu werden. Das zweite war seine Auseinandersetzung mit Komposition und mit sozusagen dem Grundanspruch an einen Maler zu komponieren und eben auch Farbe zu komponieren. Dieser Zufall, der ist dann eigentlich, der sowieso für Gerhard Richter ja eine wichtige Rolle spielt, ist bei den Farbtafeln ein ganz zentrales Element, weil er dann quasi sich von dieser Vorlage löst und immer wieder und immer weiter Werke entwickelt, wo er eben mit quadratischen Farbfeldern spielt. Das macht er dann in den 70er Jahren mit einem Werk, was wir hier auch in der Ausstellung haben, 4096 Farben, wo er also 4096 Farbquadrate auf einem Bildträger sozusagen nebeneinander malt und entwickelt es dann immer wieder mit Pausen weiter oder greift es auf und ganz prominent eben 2007 mit dem Entwurf für das Kölner Domfenster und mit der Arbeit, die wir hier sehen, aus dem gleichen Jahr. Und diese Arbeiten des Kölner Domfensters sind quasi wirklich Hand in Hand entstanden. Diese Arbeit 4900 Farben ist für uns, glaube ich, sehr früh in der Entwicklung der Ausstellung ein wirklich großer Glücksfall gewesen, quasi diese Möglichkeit, die Version 1 von diesen insgesamt 11 Versionen, die es gibt, hier in Berlin zu zeigen. Das Besondere ist, dass sie noch nie gezeigt wurde. Und wenn man sieht, wie man sie zu präsentieren hat, wird einem auch relativ klar deutlich, warum sie noch nie gezeigt wurde, weil man einfach unglaublich viel Platz, unglaublich viele Wandmeter braucht. Und natürlich auch eine passende architektonische Struktur. Ja, der Zufall ist ja etwas, was Richter seit Jahrzehnten interessiert. Und auch letztlich eben zusammenhängt mit dieser Frage, wie wichtig ist der Einfluss des Künstlers auf das Bild, das er schafft? Und wie sehr schränkt dieser Einfluss das, was entstehen könnte, auch ein?
Am deutlichsten ist es sein Spiel mit dem Zufall eben bei den Farbtafeln. Im Fall der 4900 Farben hat er die Rahmenbedingungen festgelegt und innerhalb dieser Rahmenbedingungen den Zufall walten lassen. Und die Rahmenbedingungen sind folgendermaßen: Er hat 25 Farbtöne festgelegt auf jeder Bildtafel, aber nicht jeder der 25 Farbtöne muss auf jeder Bildtafel auftauchen. Das heißt, wir haben sozusagen einen Topf, da kann man sich ja wirklich als Topf vorstellen, in dem sind diese 25 Farbtöne drin. Und dann zieht der Zufall oder wer auch immer willkürlich eben Farben aus diesem Topf und legt sie quasi auf diesen Bildträger von knapp 50 mal 50 Zentimeter. Auch bei ganz anderen Werken hat Richter sich über die Jahre überlegt, wie er Möglichkeiten entwickeln kann, seine Kontrolle zu minimieren. Und neben diesen aleatorischen Arbeiten der Farbfelder ist ein zweites ganz wichtiges Feld, wo der Zufall eine Rolle spielt, sind die abstrakten Bilder. Also vor allem die abstrakten Bilder, die er seit den 80er Jahren macht, nämlich seit der Zeit, wo er nicht nur den Pinsel benutzt, sondern eben also ein Rakel, also einen großen Schieber eigentlich, wie so einen großen Spachtel oder wie so eine große Platte, eine Latte, die er quasi horizontal oder vertikal über die Bildebene zieht. Und durch dieses Schaben und Schieben hat er keinen unmittelbaren Einfluss auf den Effekt, den es hat. Also wo Farbschichten aufgerissen werden, wo sie verzogen werden, wo was tiefer liegende Farbschicht wieder zum Vorschein kommt, wo quasi irgendwelche Wellen entstehen oder auch mal irgendwie ein kleiner Knubbel oder sowas, quasi eine Schliere zieht. Man sieht, dass er da sehr viel Erfahrung hat. Trotzdem gibt es eben ein ganz sozusagen so eine Marge, die er nicht kontrollieren kann. Und das ist genau das, was ihn interessiert und wo er ja auch sagt, ich suche eine Möglichkeit, dass quasi zum Vorschein kommen kann, dass die Bilder klüger sind als ich. Also dass die Bilder etwas machen, was sehr gut ist und was ich so nicht hätte konzipieren können. Und das, was sozusagen meine Rolle als Künstler bleibt, ist die Entscheidung, wann es zu Ende ist. Es ist tatsächlich sehr interessant, sich bei Richter damit zu beschäftigen, welche Titel er den Bildern gibt. Und ein paar Dinge fallen sofort ins Auge. Also wenn Sie beispielsweise an die frühen Fotogemälde denken, die heißen Stuhl, Falttrockner, Tisch, ist dominieren ganz klar rein deskriptive Titel. Und es sind fast immer Titel, die keinerlei Information hinzufügen, die Sie nicht aus dem Bild ersehen können. Anders ist es bei den Werken Silikat, von denen wir 2 hinter mir sehen. Insgesamt gibt es 4 davon. Sie entstehen 2003 und es sind Bilder, die einen Gegenstand zeigen, also figurativ sind, aber einen Gegenstand zeigen, den ich nicht sehen kann, nämlich die molekulare Struktur von Silikat. Und das interessiert Richter, denke ich, aus einem ganz spezifischen Grund heraus, nämlich aus der Frage, wie viel Sinn macht der Begriff der Sichtbarkeit in dem Fall? Wie viel Sinn macht es, etwas als sichtbar zu bezeichnen, das ich weder mit meinen eigenen Augen sehen kann, noch mit sozusagen den Hilfsmitteln, die so funktionieren wie mein Auge, nämlich mit Linsen. Also ich kann die molekulare Struktur nicht sichtbar machen mit optischen Mitteln, sondern eben mit einem Rasterelektronenmikroskop, also mit anderen Formen der Visualisierung und anderen Formen der Übersetzung in ein Bild. Und das ist sozusagen eine ganz
andere Verwendung des Titels, als was von ihm gewohnt ist. Also sozusagen der Titel wird nicht reine Bildbeschreibung, sondern wird auch Instruktion, Anweisung, unausweichlich, wie ich das Bild lese. Und er zeigt uns, denke ich, auch fast wie in so einer Feldstudie, dass ich davon nicht mehr zurücktreten kann. Also ohne Titel wäre was anderes, als wenn er eben sagt Gitter oder Silikat. Und was ihn unter anderem auch daran interessiert, ist eben diese, sozusagen, wo Bilder dann zum tatsächlichen oder vermeintlichen Generator von Wissen werden. Dass ich sozusagen mir das angucke und denke, ah ja, Silikat, so sieht es aus. Ohne es überprüfen zu können, ohne sozusagen es andocken zu können an eine originäre eigene Seherfahrung, sondern vielleicht an andere vergleichbare Bilder von molekularen Strukturen oder so. Das bleibt, wie gesagt, vom Sujet her, aber auch von dem Umgang mit Titelgebung her so eine Nische bei Richter. Ganz interessant ist aber seine Umgangsweise mit Titeln bei abstrakten Bildern. Und zunächst mal fällt einem das nicht so auf. Die Bilder heißen in der Regel abstraktes Bild. Ganz selten gibt es einen Zusatz wie Faust oder Wald oder Tisch oder Vögel. In der Regel sind aber die abstrakten Bilder einfach nur als abstrakte Bilder betitelt. Und auch das ist ja eine Beschreibung dessen, was ich sehe, zumindest nach den Konventionen. Viel üblicher, wenn man Kunstproduktion anguckt, viel üblicher wäre es, diese Bilder ohne Titel zu benennen. Und nicht das zu benennen, was sie sind, abstraktes Bild. Also auch wieder eine deskriptive Ebene reinzubringen. Das ist sozusagen eine ganz passende und stimmige Fortführung. Und schließt natürlich auch an seine Frage an, inwiefern ist es eben tatsächlich ein Bild im Sinne einer Darstellung. Und das ist ja was ihn auch bei den abstrakten Werken interessiert. Inwiefern kann ich eben abstrakt sehen? Oder inwiefern kommt immer eine Art von Assoziation dazu? Und die Assoziation, die dazu kommt, resultiert aus meinem Fundus von visuellen Eindrücken. Ja, Gerhard Richter macht ja selbst keinen Unterschied zwischen einem abstrakten und einem figurativen Bild. Und vielleicht ist das Bild, was jetzt im Hintergrund ist, auch nochmal so ein Beweis dafür, es ist ja ganz eindeutig ein abstraktes Bild. Der Titel Wald legt natürlich wieder nahe, dass es sich einer Figuration verdankt. Und wir können ja die Realität auch sehr abstrakt sehen. Mich hat dieses Bild immer daran erinnert, wenn ich es gesehen habe und auch jetzt wieder, wenn man an einem sonnenbeschienenen Tag durch den Wald geht und man sieht die Lichtreflexe durch das Blätterwerk hindurchscheinen und man wird dann leicht geblendet und sieht eigentlich nur noch Lichtpunkte und etwas Grün, dann ist es natürlich auch ein sehr figuratives Bild, beziehungsweise auch ein sehr abstraktes Bild. Es ist, ich sag mal, die Haltung, die ja hinter dem Werk steckt. Und die Haltung von Gerhard Richter unterscheidet eben nicht zwischen Figuration und Abstraktion. Ja, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass man eben durch diese chronologische Strukturierung der Ausstellung eben auch den Effekt hat, dass man an einem viel späteren Zeitpunkt im Parcours wieder auf etwas stößt, was Fragestellung, Motiv, Technik, wie auch immer, was man einem schon früher, zu einem früheren Zeitpunkt in der Ausstellung, eben zu einem früheren Zeitpunkt in Richters Schaffen begegnet ist. Und ein Beispiel von so einem Dialog haben wir zwischen der Arbeit Vier Glasscheiben von 1967 und der Arbeit Glasscheibe von 2002. Was er macht, ist in dieser Arbeit Vier Glasscheiben von 1967, ist eben, dass er 4 Rahmen quasi in den Raum hängt, in den Raum stellt. Also wie Platzhalter für Darstellung, Platzhalter für Bilder. Und dieses
Auseinandersetzung mit sozusagen der Markierung eines Bildes, nicht der Ausführung eines Bildes, sondern dass er Raum schafft für sämtliche Darstellungen, die man sich vorstellen kann. Das ist sozusagen eine Vorgehensweise, die er hier wieder aufgreift, mit auch wiederum einer typischen Veränderung. Denn was er hier macht mit dem Werk Glasscheibe, ist, dass er kein reines Fensterglas nimmt, sondern ein sogenanntes Antelioglas. Ein Glas, was durchlässig ist, transparent und gleichzeitig auch reflektiert. Also wir haben hier, anders als bei den 4 Glasscheiben, haben wir wirklich sozusagen den Blick durch. Da kann ich mich sozusagen vergessen in gewisser Weise. Und hier können Sie sich als Betrachter nicht vergessen, weil Sie sich sehen. Also weil Sie immer sozusagen auf sich selbst und auf sich in diesem Raum, an diesem Standpunkt zurückgeworfen sind. Es ist also sozusagen ein Spiel mit diesem Topos-Bild als Fenster in eine Welt, aber auch Bild als Spiegel der Welt. Und genau das führt sozusagen an einen Nullpunkt. Hier ist sozusagen einfach nur noch Platzhalter, nur noch Markierung. Und das, was ich dann damit mache in meiner Vorstellung, ist sozusagen mir überlassen. Aber diese Glasskulpturen haben in meinen Augen eben auch für Richters Werk und für Richters malerisches Werk so eine zentrale Funktion, weil man sie sozusagen aus der Beschäftigung mit Malerei heraus verstehen kann und sie in meinen Augen auch aus dieser Beschäftigung mit Malerei heraus quasi entstanden sind. Und das ist, wenn Sie sich um diesen Kubus herum bewegen, ist es sozusagen wird es extrem stark spürbar, dass Sie sozusagen bis zur Verunklärung und Verwirrung die Verwischung haben von dahinter und davor, von Durchblick und Reflexion. Also wenn Sie direkt davor stehen und Ihre eigene Reflexion in diesen Glasscheiben sehen, haben Sie einen Effekt, der ganz nah an dem ist, was er mit seinen Verwischungen in den Fotogemälden betreibt. Die Verunklärung von Konturen und in dem Fall dieser Glasarbeit eben zusätzlich die Auflösung eines Bildes auf einer Fläche in den Raum hinein. Ich glaube, wenn wir hingegangen wären und hätten diesen Zyklus, der ja sicherlich innerhalb des Werkes von Gerhard Richter das am meisten politisch gedachte Werk ist, hier in der Retrospektive gezeigt hätten, wäre es zu sehr nach einer Ästhetik beurteilt worden. Und erst in diesem Kontext der alten Nationalgalerie, an der sich eben auch ganz viele Arbeiten befinden, die über politische, gesellschaftliche Utopien und Ideale, also es gibt viele Bilder, die das eben thematisieren, und es sind dann oft auch die Gescheiterten, da verbindet es sich einmal historisch und zum anderen hat Gerhard Richter einmal gesagt, dass man natürlich immer noch so malen kann wie Caspar David Friedrich. Und es ist das Haus von Caspar David Friedrich, die alte Nationalgalerie. Und damit formuliert Gerhard Richter ja auch den Anspruch. Er schöpft letztendlich aus dieser Geisteshaltung eines Caspar David Friedrich auch seine Bilder. Und das erschien mir für den Kontext dann des RF-Zyklus, die alte Nationalgalerie, der entscheidendere, bessere Ort in diesem Moment zu sein. Dort muss ich das Werk nochmal ganz alleine für sich betrachten. Hier wäre es dann eben doch in der ganzen Phalanx von weiteren 140 Bildern vielleicht nur um diesen Mythos dieses RAF-Zyklus gegangen, aber nicht mehr in der Befragung, was hat eigentlich Gerhard Richter mit diesem Zyklus gemacht. Und es ist immer wieder überraschend, diese Neugierde, von der dieses Werk natürlich auch ganz stark, glaube ich, geprägt ist, und auch von diesem Risiko, immer wieder was Neues auszuprobieren, immer wieder die Grenzen der Malerei zu befragen und zu hinterfragen. Es kennt keine Grenzen in der Formulierung, in der Vorstellung von, was Malerei ist, was Malerei sein könnte.